Ich wollte eigentlich nur eine Thermoskanne kaufen beim Action, aber ihr kennt das bestimmt, wenn man dann so die Regale langläuft, guckt man nochmal nach Farbe, dann guckt man vielleicht auch nochmal nach Werkzeug oder Fahrradzubehör oder anderen Dingen. Und dann bin ich am Technikregal vorbeigelaufen, weil mich das natürlich immer interessiert, was da sozusagen für Gadgets irgendwie rumliegen, und habe wirklich diese Kopfhörer entdeckt. Und jetzt mal ehrlich, die erinnern mich doch wirklich an die AirPods Max, oder? Also, diese Fake AirPods Max habe ich mir dann gekauft, gesagt, getan, gekauft und habe einfach mal überlegt, ich mache ein Video davon, weil ich will euch mal auf meine Reise mitnehmen. Kann man 12,95 € Kopfhörer wirklich im Alltag benutzen? Sind diese Fake Apple AirPods Max überhaupt würdig, 12,95 € dafür zu bezahlen? Oder? Und genau das schauen wir uns jetzt mal in meinem Video an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Ich habe mir dann noch überlegt, diese Kopfhörer zu verlosen. Wer diese Kopfhörer haben möchte, der möge ganz einfach nur eine Frage beantworten, die ich im Verlaufe des Videos stelle. Die richtige Antwort dann in meine Videokommentare hier reinschreiben und schon schicke ich euch diese Fake AirPods Max einfach nach Hause. Versand und Porto geht auf mich, also wer Lust, Zeit und Laune hat, dranbleiben. Und dafür gibt es natürlich auch eine Verpackung, und genau diesen Inhalt der Verpackung, den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Die Verpackung, die ist ganz anständig gemacht. Hier oben nochmal der Hinweis: 6 Stunden Playtime, 2,5 Stunden Laden, dass du ein Mikrofon mit drin hast und Ready to Use. Ja, da musst du wahrscheinlich nochmal einen Button drauf. Dann hier von der Seite gibt es noch ein paar Tipps und Hinweise. Hier ebenfalls in allen Sprachen, was hier sozusagen mit drin ist. Von hinten sagt man dir noch, oh, das ist Sound. Und von oben, wie gesagt, relativ ansprechend dann gestaltet der Karton. Also hässlich ist das nicht, das kann man jetzt nicht sagen. Man muss schon ein bisschen was tun, um die Kunden zu locken. Und da schauen wir uns mal an, was dann direkt hier in den Kopfhörern drin ist. Verpackung wieder relativ kompliziert gestaltet. Hier musst du wahrscheinlich wieder ein Abitur haben, dass du dann direkt diese Verpackung öffnen kannst. Hier ist es dann ein bisschen rumgewühlt und dann siehst du, jetzt kommt der Kopfhörer raus. Und er ähnelt natürlich deutlich den Apple-Kopfhörern, was man hier schon an der Form sieht. Gibt es denn eigentlich noch irgendwas mit inklusive? Vielleicht noch ein Kabel oder eine Bedienungsanleitung? Wir werden es sehen, wenn wir wahrscheinlich hier diesen Karton auseinanderfriemeln. Guck mal einer an. Hier gibt es noch einen Umschlag und das war es dann schon. Also man gibt sich dann auch ein bisschen Mühe, das Produkt relativ angenehm zu gestalten. Hier der Hinweis für alle, die den Kopfhörer gekauft haben, was hier sozusagen nochmal mit dabei ist. Eine Instruktion, und dann gibt es hier ein USB-A auf USB-C Kabel, und die Instruktion schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Ja, in allen möglichen Sprachen möchte man das Ding verkaufen. Und hier gibt es dann, wie gesagt, eine Kurzanleitung zu lesen, die wahrscheinlich auch normale User ohne Brille nicht erkennen können. Jetzt gucken wir uns den Kopfhörer mal ganz genau an. Es geht auch hier an der Seite zu verstellen. Er ist in weiß gehalten. An der unteren Seite findest du nochmal einen Klinke-Anschluss. Das Kabel ist dazu nicht mitgeliefert, aber halt der USB-C-Anschluss zum Laden, der ist hier dann zugeliefert. Dann die typischen Tasten für Play, Pause und Weiterskippen etc. Und die Mikrofone werden wahrscheinlich dann hier in diesem Bereich verbaut sein zum Telefonieren. Aber so jetzt erstmal, außer die weiße Tüte, gar nicht mal so schlecht. Er ist sehr leicht, das muss man sagen. Also hier besteht überhaupt kein Gewicht und vom Prinzip her die Sachen auch relativ stabil gemacht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das hier irgendwie wackelig ist oder auseinanderfällt. Hier oben die Führung zum Kopf auch sehr weich gehalten, kann man sagen. Also vom Prinzip her kann man das schon mal nutzen und es ist nicht wabbelig oder sabbelig oder irgendwie anders. Das ist schon mal auf den ersten Blick eine ganz gute Lösung. Wichtig ist natürlich noch zu sagen, dass das kein Vergleichsvideo jetzt zu den Original AirPods Apple Max wird. Das kann man einfach nicht machen. Das kann man auch den Apple AirPods Max nicht antun, sie mit einem 12,95 € Produkt zu vergleichen. Die sehen nur einfach so aus wie die AirPods Apple Max, wahrscheinlich aus gutem Grund, dass die sich auch ein bisschen besser verkaufen und vielleicht auch mal der eine oder andere denkt, oh, der hat Original AirPods Apple Max auf dem Kopf und der kann sich ja was leisten. Aber man kann
kann sie natürlich definitiv unterscheiden. Es gibt keine verchromten Applikationen für die Höheneinstellung hier dran. Bei den Original AirPods Apple Max ist natürlich hier noch eine siebartige Kopfhörerabdeckung mit dran. Es gibt kein Rädchen, was man hier sozusagen benutzen kann für die Einstellung. Es gibt kein Noise Cancelling und. Also es gibt wirklich sehr begrenzte Funktionen bei diesen Kopfhörern und diese schauen wir uns jetzt mal an. An sich ist die Erklärung eigentlich relativ einfach. Du hast hier an der Seite deine Buttons, damit kannst du vor und nochmal zurück, gleichzeitig Play, Pause. Natürlich hier unten, wie schon gesagt, Klinke, Kabel gibt es nicht dazu und dann der Netzstecker und da ist das Kabel wirklich relativ kurz. Also wenn man sich das mal anschaut, das ist das Ladekabel für die Kopfhörer und wenn du nicht direkt am Computer lädst und mal an der Steckdose laden musst, dann musst du das wahrscheinlich irgendwo hinlegen. Das Kabel ist wirklich für meine Verhältnisse sehr kurz geworden, aber dann einfach anstecken und dann leuchtet hier eine rote LED, die lädt dann quasi die Kopfhörer auf. Circa 2 bis 2,5 Stunden musst du sie laden, wenn du sie komplett leer hast. In meinem Fall habe ich sie jetzt komplett schon geladen und sie sind sozusagen betriebsbereit. Und von der Struktur und von der Form der Kopfhörer, klar, die sehen etwas aus wie die Apple AirPods Max, aber hier steht dann natürlich ganz groß Roseland drauf, das ist wahrscheinlich die hauseigene Marke von Action, aber ansonsten, ich habe sie auch schon mal im Test gehabt und habe sie auch schon mal länger gehabt und das, was hier sozusagen jetzt weiß ist, das ist eigentlich auch relativ stabil. Das nutzt sich zwar ein bisschen ab, es wird leicht gräulich, aber ich hätte gedacht, die weiße Farbe, die wird dann irgendwann abplatzen oder irgendwie leicht ins Grau gehen. Das ist wirklich nicht der Fall. Also das bleibt dann auch schon relativ weiß und wenn du sie mal mit einem befeuchteten Tuch dann reinigst, dann sehen sie auch wieder ganz gut aus. Was natürlich auch nicht ist, du kannst hier natürlich nicht die Ohrmuschel abnehmen. Hier sind nur Plastikstäbe drin, die sozusagen dann deine Muscheln so direkt festdrücken. Aber vom Stabilität her und vom Handling her kann man das nutzen. Ich meine, wir sind beim Preisverhältnis von 12,95 €. Seitlich hier nochmal einstellbar für die Größe des Kopfes. Du kannst sie dann immer noch variieren, aber mehr ist dann auch nicht mehr dran an diesen Kopfhörern. Das sind ganz einfache, normale Bluetooth-Kopfhörer für den Haus- bzw. für den Bus oder für andere Dinge. Und so sind sie wahrscheinlich auch gedacht. Jetzt wollen wir die lustigen Teile auch mal anmachen und versuchen mit dem Telefon zu verbinden und wollen schauen, ob das so einfach und vernünftig geht. Also sie sagt dir hier sozusagen in den Kopfhörern Power On und Power On heißt dann, das kleine Lämpchen sucht hier nach einer Bluetooth-Verbindung und direkt im Telefon erscheint Roseland Headphones. Und warum nicht mal mit Roseland Headphones verbinden? Und das geht auch relativ easy und einfach. Das lässt sich gut machen. Und dann leuchtet die kleine Lampe hier nicht mehr rot, sondern blau, wenn du dann direkt verbunden bist. Und dann kann eigentlich nichts mehr passieren, als dass du hier noch irgendwie den Klang des Telefones auf die Kopfhörer übertragen bekommst und deinen super Genuss hast. Und wie der Genuss ist, das gucken wir uns jetzt mal an. Das Wichtigste bei Kopfhörern ist natürlich der Sound und den kann ich euch jetzt natürlich nicht irgendwie am Mikrofon jetzt direkt nahe bringen. Ihr müsst meinem gerechten Urteil jetzt vertrauen. Und wir machen jetzt mal den Soundtest vom Prinzip her erstmal am Anfang. Sie liegen relativ dicht am Kopf und sie sind auch wirklich geräuschreduzierend, wenn man sie aufhat. Also ich höre zwar noch meine Stimme, aber die restlichen Geräusche, die sind einfach weg und sie liegen meiner Meinung nach sehr eng am Kopf, was eigentlich auch gut ist, denn wenn man jetzt joggt oder irgendwie vielleicht beim Sport diese Kopfhörer aufhat, die fallen hier definitiv nicht runter oder raus. Die kann man schon mal für den einen oder anderen Jogginggang irgendwie benutzen, beziehungsweise auch für den Gang auf der Straße. Die sind einfach relativ fest und dicht und vom Sound her, da probieren wir uns jetzt mal einfach mal ein paar Titel aus, die hier direkt abgespielt werden. Und ich muss sagen, vom Sound her sind sie sehr basslastig, ja, aber sie sind auch mittenlastig. Höhen kommen wirklich kaum durch und du hast hier eher so einen Bass-Mitten-Sound. Den kann man für Musik verwenden. Es geht, es ist nicht grausam, was hier sozusagen rauskommt, aber ich sag mal, für die Musikgenießer sind diese Kopfhörer definitiv
nichts. Es ist wirklich was für den Alltag. Einfach mal aufsetzen, ein bisschen Musik hören, beziehungsweise am iPad Fernseh gucken, abends vor dem Fernseher, wenn man jetzt die anderen nicht stören möchte, einfach mal aufsetzen. Dafür sind sie ideal, oder mal einen Podcast hören. Das ist auch noch vernünftig, aber bisschen basslastig, bisschen mittenlastig und sehr wenig Höhen. Also mit richtig gutem Sound hat das hier relativ wenig zu tun. Aber die Dinger kann man natürlich auch zum Telefonieren benutzen, denn über Bluetooth hast du hier dann sozusagen auch noch ein gekoppeltes Mikrofon und du hörst dann auch noch deinen Anrufer, und genau das werden wir jetzt mal tun. Ich rufe jetzt einfach mal einen Kumpel von mir an, pauschal und spontan, und frage ihn einfach mal, wie die Kopfhörer hier direkt klingen. Es klingelt. Bitte geh ran. Ja, grüß dich. Hi. Du, ich habe hier ein paar freundliche weiße Kopfhörer auf und will einfach mal direkt testen, wie der Sound am Telefon von diesen Kopfhörern rüberkommt. Und dafür habe ich dich jetzt einfach mal pauschal angerufen. Ich hoffe, du verzeihst mir. Sag mir doch einfach mal, wie die Kopfhörer klingen. Also wie kommt das Signal und alles andere bei dir an? Okay. Alles gut. Du bist jetzt live im Video. Ich danke dir für dein Urteil und reicht schon. Das war's schon. Okay, alles klar. Okay, gut, bis dann. Dankeschön. Tschüssi. Gut, also vom Prinzip her kann man die verwenden fürs Telefonieren. Er sagt, es kommt wirklich sehr klar und deutlich an. Alles, was ich gesagt habe, ist zu verstehen. Es gab keine Verbindungsabbrüche oder irgendwelche anderen Dinge. Und gut, zum Telefonieren kann man die eigentlich auch benutzen, und ich denke mal, klar, Telefonsound ist jetzt überhaupt keine Musik oder irgendwas anderes, da ist auch nichts Gravierendes bei, das ist einfach bloß ein flaches Signal. Aber zum Telefonieren kann man sie benutzen, der Sound kommt an, die Qualität ist gut, hätte ich jetzt nicht erwartet. Zur Bedienung muss ich sagen, es gibt 3 Tasten, da kannst du natürlich dann hier aktivieren, Play, Pause, vor und zurück. Beim Telefon ist das genauso, also die Telefonfunktionen werden hier über die Tasten ebenfalls bedient, und es gibt auch keine Wechselkopfhörer. Wenn man sich jetzt das mal hier anschaut, das ist die Kopfhörermuscheln, die liegen hier einfach an, und das ist einfach nur Plastik, womit die verbunden sind. Klick und Drop, würde ich sagen. Im Vergleich zu den Original Apple AirPods Max kannst du natürlich hier auch noch die Dinge abnehmen. Das passiert ja alles gar nichts. Die sehen wirklich nur einfach so aus wie die Originale. Die Vorteile der Kopfhörer sind auch leicht aufgezählt. Der eine Vorteil ist natürlich der, dass du hier Kopfhörer für jeden Tag hast. Mal für den Bus, mal für die Bahn oder irgendwie abends vom Fernseher. Beziehungsweise wenn du niemanden stören möchtest beim Zocken oder anderen Dingen, kannst du die hier ruhig verwenden. Dann natürlich Preis-Leistungs-Verhältnis. 12,95 € kosten die. Die Original AirPods Apple Max, die kosten natürlich deutlich mehr. Ich glaube, die liegen jetzt bei um die 600 €. Ein bisschen ist der Preis gefallen. Aber damit kannst du natürlich hier kein Noise Cancelling betreiben. Du hast nicht den super Sound, den Apple dir bietet. Du hast natürlich auch nicht die Funktion, dass du die Musik mal von vorne, mal von hinten hörst, je nachdem, wie du den Kopf drehst. Das ist hier alles nicht dabei. Das sind Kopfhörer, die man aufsetzt, um Podcast und Musik zu hören, beziehungsweise am Fernseher hier mal sozusagen die ganze Sache benutzt. So, aber der große Vorteil ist, wenn du die Dinger liegen lässt, irgendwie im Bus oder in der Bahn oder einfach mal verlierst oder sie runterfallen, da sind nicht gleich 600 € quasi einfach hingeschmissen. Nein, 12,95 €, den gehst einfach nächsten Tag wieder zum Action und holst dir neue, falls sie dir gefallen. Das ist natürlich dann der Riesenvorteil, dass man die wirklich zum Runtergrabbeln nutzen kann, und solange sie halten, halten sie halt. Du hast 2 Jahre Garantie. Du musst nicht bei irgendeinem China-Versand bestellen, wo du jetzt nochmal 14,95 € Versand bezahlen musst. Und im Netz gibt es diese Kopfhörer von 35 € bis 200 € aufwärts, je nachdem, wie gut die kopiert sind. Ja, also die sind natürlich relativ schlecht kopiert, weil du hast, wie gesagt, hier auch keine Chromverbindung und nichts anderes. Das ist alles Plastik. Guck mal, hier wackelt es schon. Hier kannst du die Chromverbindung schon mal hoch und runter ziehen oder dann hier wieder reinstecken, und die Kopfhörer habe ich kaum benutzt. Macht also nichts. So, aber für den täglichen Gebrauch zum Runtergrabbeln einfach mal so, wer keine riesigen Ansprüche an den Sound hat, der kann die wirklich benutzen. Für 12,95 € kann man die auch mal irgendwo liegen lassen. Eine Tasche gibt es dafür nicht. Die kann man auch nicht irgendwie zusammenfalten oder kleiner machen. Das ist natürlich auch noch das riesige Manko, dass du hier relativ viel Platz in der Tasche brauchst. Aber ich würde sagen, als Fazit,
Diese Art von Kopfhörern kann man sich mal nebenbei kaufen. Wer, wie gesagt, keine riesigen Ansprüche an ordentliche Soundqualität hat, der ist hier richtig bedient. Er hört was, er kann vernünftig damit telefonieren. Die Dinger sind nicht teuer, die kosten 12,95 €. Gut, das war es eigentlich schon von meinem Fazit. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wer diese Kopfhörer haben möchte, der möge mir jetzt diese Frage beantworten. Und zwar, wie viele Tasten sind an dem Kopfhörer direkt dran? Sind es A, eine Taste oder B, 3 Tasten? Schreibt es mir einfach hier direkt in meine Kommentare mit rein und ich schicke euch dann die Kopfhörer direkt zu. Am 1.7.2023 werde ich in diese Kommentare schreiben, wer diese Kopfhörer gewonnen hat. Und gleichzeitig gebt mir doch auch nochmal ein Feedback, was ihr von diesen Kopfhörern haltet. Seid ihr die Original-Apple-User, die wirklich sagen, an die Dinger gehe ich gar nicht ran, die fasse ich überhaupt nicht an? Oder seid ihr der Meinung, okay, die sehen aus wie die Apple AirPods Max, warum soll ich sie nicht tragen? Sieht vielleicht ganz gut aus und in der Anwendung sind sie ja auch gar nicht mal so schlecht. Einfach mal rein in meine Kommentare. Ich freue mich, mit euch zu diskutieren. Und das war's schon mit diesem Video. Ich danke euch fürs Anschauen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen auf die Reise mitnehmen, was hier sozusagen mit 12,95 € Kopfhörern alles geht. Damit danke, sehr gern bis zum nächsten Video und tschüss, bye bye und winke, winke.